Hey, es ist so komisch, jetzt nicht zu flüstern. Das ist so ein weirdes Gefühl, wirklich. Aber ja, mein Mikro steht vor mir. Eine Mischung aus Softspoken und ASMR. Und ja, wir testen heute virale Make-up-Produkte. Ich habe ein paar bei Douglas bestellt, die ich selber aber auch testen wollte. Also ich habe sie nicht bestellt, weil sie viral sind. Naja, vermutlich schon, weil sonst wäre ich ja nicht auf die gestoßen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich möchte mich noch vorher ganz kurz für euer Feedback bedanken unter meinem letzten Tumor-Video. Ich hätte gar nicht mit so einer großen Resonanz gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber ich bedanke mich wirklich sehr, sehr bei euch und habe mich über jeden einzelnen Kommentar gefreut. Genau. Ich hoffe auch, dass das hier mit den Kameraeinstellungen passt. Ich filme ja sonst immer nur, wenn es ganz dunkel ist. Genau, außer wenn ich mal Vlogs mache, aber so ist nochmal was anderes. Ja, ich werde einfach im Nachhinein sehen, ob es gut war oder nicht. Okay, ja, ich sitze sozusagen nackt vor der Kamera, denn ich habe gerade nichts auf meinem Gesicht außer einen Primer. Genau. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, um welche Produkte es heute gehen wird, okay? Wir testen einmal dieses Tinted Serum von Catrice Nude Drop with Hyaluronic Acid und Vitamin E. Ja, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie auch total angesprochen. Allerdings finde ich, dass das ein bisschen hell aussieht, deswegen müssen wir mal gucken. Dann habe ich von NYX 2 Lippenprodukte. Einmal Buttergloss und das neue Duck Plum. Bin ich mal sehr gespannt. Dann wollte ich unbedingt eine neue Wimpernzange haben und habe mich so ein bisschen informiert. Und habe jetzt hier mal so eine halbe. Kennt ihr die? Die werde ich auf jeden Fall mal jetzt gleich austesten. Und gucken, wie die so sein wird. Bin ich sehr gespannt. Dann The Brow Glue von NYX. Den habe ich in durchsichtig und liebe den. Deswegen habe ich mir den jetzt auch noch in Farbe bestellt. Und dann diese hier von NYX. Die neuen Fat Slick Click Sticks. Denn ich habe auch die Lipglosse bereits und ich liebe die so sehr. Deswegen wollte ich diese auch unbedingt austesten. Ich habe hier auch mal meinen Lipgloss mitgebracht. Und ich habe einige von denen und liebe die so, so sehr. Deswegen musste ich die auf jeden Fall austesten. Oh, und fast hätte ich es vergessen. Von NYX das Bear With Me Concealer Serum. Das habe ich schon auf TikTok getestet. Also ich bin richtig begeistert, aber wir testen das hier auch nochmal. Und genau, ja, komme ich dann gleich zu. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Drops hier. Ich habe hier auch noch ganz unprofessionell keinen Spiegel, sondern der steht auf dem Boden. Aber das ist so ein Riesenteil. Ja. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ich mache mir das jetzt, verteile das mit den Fingern. In letzter Zeit mache ich auch viel mit dem Beauty Blender, Make-up Eye oder mit einem Pinsel. Aber ich glaube, bei so einem Tinted Serum kann ich das auch ganz einfach mit den Fingern machen. Ja. Ja, Sophia, wartet mal. Ich stelle mir das jetzt einfach ganz unprofessionell auf mein Bein. Aber ich muss ja was sehen. Auf einmal brauche ich einen Schminktisch. So, dann verreibe ich das mal. Mich hatte das so angesprochen, weil das halt ja tinted ist und ein Serum zugleich. Das heißt, es ist wahrscheinlich sehr angenehm auf der Haut zu tragen. Und ich bin nicht so der Foundation-Mensch. Ich mag es überhaupt nicht, Foundation zu tragen, weil ich mag dieses dicke Gefühl auf der Haut nicht. Wenn ich mir schon eine CC-Creme drauf mache, denke ich mir nach 10 Minuten, boah, das muss jetzt wieder ganz schnell runter. Aber ja, ich habe natürlich auch schön meine Periode.
trotzdem ein bisschen unreine Haut. Aber egal, that's life, Leute. Okay, lässt sich auf jeden Fall sehr gut mit den Fingern verteilen. Fühlt sich auch sehr angenehm auf der Haut an. Fast schon wie so... Also es zieht richtig schnell ein und hinterlässt gar keinen komischen Film oder so. Ja, ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass das ein bisschen zu hell ist, der Farbton. Ich weiß nicht. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr denkt? Ich hoffe, dass die Farben alle richtig rüberkommen in der Kamera. Aber ich fühle mich damit ein bisschen wie ein Vampir gerade. Ich meine, ich habe relativ helle Haut, aber ich glaube, so hell ist es dann auch wieder nicht. Ich würde sagen, wir machen dann mal weiter mit den Augenbrauen. Ich muss mal gucken, ob ich mir das jetzt in einer anderen Farbe bestelle oder so, weil das fühlt sich wirklich gut an. Ja, finde ich immer noch ein sehr interessantes Produkt. Dann machen wir mal weiter mit diesem hier. Mit dem Augenbrauenprodukt. Dafür kann ich auch meine Brille wieder aufziehen. Bin ich endlich nicht mehr blind. Perfekt. In der Farbe Medium Brown. Das ist halt nur so ein ganz kleines Päckchen und ich finde irgendwie nix. Du kannst deine Sache ruhig ein bisschen größer machen. Das ist kein Thema. Da wäre keiner verärgert drüber. So ein kleines Bürstchen. Ja, ich kann endlich wieder den machen. Wusstet ihr, dass ich früher schon einen YouTube-Kanal hatte? Noch lange vor meinen ASMR-Zeiten. Da habe ich auch alles gemacht über Fashion, bisschen Schminke, Sachen auspacken, tatsächlich. Aber das war wirklich zu den Zeiten, wo gerade YouTube ja so im Kommen war, irgendwie. Gut. Boah, es tut mir so leid, dass ich das so unprofessionell mache jetzt, ne? Weil bei dieses Gel hält auch wirklich voll gut. Ich glaube, ich habe mich aber vertan. Also ich habe 2 von NYX und 1 davon wollte ich haben. Ich glaube, das war das Falsche. Aber ich blende mal hier ein, welches ich eigentlich wollte. Oder vielleicht ist es auch das Richtige und ich vertue mich gerade einfach nur. Jetzt keine Farbe drin. Nee, ist es das Falsche? Ich bin mir gerade zu unsicher. Es ist auf jeden Fall, dieses hier ist auch sehr, sehr, sehr gut. Das klebt halt wirklich sehr gut die Augenbrauen nach oben. Und das hält dann auch. Genau. Ich habe jetzt schon einige so Kleber ausprobiert, Augenbrauenkleber. Und voll viele geben halt irgendwann den Geist auf. Und das ist bei dem halt nicht der Fall. Dann machen wir mal weiter mit dem NYX Bare With Me Concealer Serum. Und mein aktueller Concealer ist der von Charlotte Tilbury. Und damit bin ich nicht zufrieden, weil irgendwie macht er mein Auge total trocken hier unten und faltig. Und dann wird das so, ne? Nennt man das cakey? Creasy? Keine Ahnung, es fängt an zu creasen. Nee, creasen ist glaube ich was anderes, oder? Ist auch egal, es wird auf jeden Fall trocken. Und so ein bisschen rillig und das sieht halt dann irgendwie nicht schön aus, weil es halt meine Haut älter macht, als es ist. Ja, und dann dachte ich mir, okay, ich habe einen TikTok gesehen und dachte mir bei diesem Concealer Serum, dass er sich sehr interessant anhört. Und dass ich das gerne auch mal austesten würde, weil ich ja gerade eh nicht zufrieden mit meinem Concealer bin. So, haben wir hier wieder ganz unprofessionell meinen Spiegel zur Hilfe. Okay, dafür hätte ich einen Pinsel mitnehmen können, egal. Nee, nicht egal, ich hole kurz den Pinsel. So, gerade nochmal nachgeguckt, das war das richtige Augenbrauengel. Dann pinsel ich das jetzt mal hier. Und ja, ich mache jetzt keinen Vergleich, den könnt ihr auf TikTok sehen. Da habe ich den Concealer verglichen mit dem von Charlotte Tilbury. Und ich war eindeutig viel mehr überzeugt von dem NYX. Ja, okay. Wenn ich nochmal so einen Haul/Test mache, werde ich auf jeden Fall versuchen, das anders zu Setup mit dem Spiegel. So, das ist jetzt das Ergebnis. Und ich finde wirklich, dass das so richtig geglättet wird. Zumindest im Gegensatz halt zu meinem Charlotte Tilbury Concealer. Genau. Und dann machen wir mal weiter mit Blush. Das habe ich euch nämlich jetzt gerade noch gar nicht gezeigt. Aber den würde ich auch sehr gerne austesten von
Pixi, die hatten so eine Limited Hello Kitty Edition. Und ich fand das so süß, dass ich nicht Nein sagen konnte. Ich habe auch noch so einen Glow Tonic. Richtig cute, oder? So, dann gucken wir mal, wie der Blush ist. Ich mag eigentlich Liquid Blush mehr. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Weil ich auch so viel sehe gerade. Einfach mal blind Blush auftragen. Und, wie findet ihr es? Oh, wow. Das sieht ja übelst cute aus. Oh mein Gott, ich hoffe, das kommt in der Kamera rüber. Da ist auch so ein richtig schönes Highlight mit bei. Also es sieht wirklich aus, als würde es so aus der Haut scheinen. Richtig schön. Aber man sieht auch, wie der glitzert und schimmert. Ich liebe ja alles, was glitzert und schimmert. Was mache ich denn, wenn ich den aufgebraucht habe und den das dann nicht mehr gibt? Ja, da mache ich mir jetzt schon Sorgen drüber. Nee, aber der ist wirklich richtig schön. Bin ich ja froh, dass der gut ist und nicht nur süß aussieht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zur Wimpernzange. Da bin ich jetzt echt sehr gespannt. Von MAC ist die, by the way. Okay, ich stelle mir das ein bisschen nervig vor, dadurch, dass die nur so halb ist. Aber man kriegt dann vorne die Haare halt voll gut da rein, ne? Oh, die ist echt angenehm am Auge. Ja, ich habe halt auch wirklich das Gefühl, dass ich so eine richtige Schrottwimpernzange hatte irgendwie. Die war richtig, richtig unangenehm. Und dann hatte ich überlegt, nehme ich die von Dior, die ja auch so ein bisschen gehypt ist. Die war auch so teuer, ne? Dann dachte ich mir, gibt man wirklich so viel für eine Wimpernzange aus? Ja, die war jetzt ein bisschen günstiger, aber auch nicht viel. Also, keine Ahnung. Ist die denn wenigstens gut? Ich glaube schon. Kann man wenigstens wirklich, kommt man in jede Ecke mit. Ja, ich weiß nicht, ob ihr irgendeinen Unterschied jetzt seht, aber ja. Wenn ich aber eins an euch weitergeben darf, was ich weiß, dann, dass ihr eure Wimpern erst mit der Wimpernzange biegt und dann die Mascara. Niemals andersrum, weil sonst brechen die Wimpern ab und ihr reißt euch die aus. Ja, die Seite ist ein bisschen besser, da bin ich von außen nach innen gegangen. Gut, mag ich, approved. Mir ist übrigens gerade nochmal aufgefallen, wie sehr ich das Serum von Catrice mag. Das könnte ein bisschen mehr glowy sein, meinem Geschmack nach. Aber dafür kann man ja auch Produkte drunter packen. Ja, aber es ist halt wirklich ein bisschen zu hell leider. Dann meine geliebte Mascara. Ich dachte mir, ich probiere die auch mal aus und bin richtig begeistert. Die ist auch jetzt schon fast leer. Oh mein Gott, oh wow. Mann, ich vergesse immer, wie doll es wirklich einen Unterschied macht, ob man eine Wimpernzange benutzt oder nicht. What the fuck? Ohne Wimpernzange wären die definitiv nicht so lang. Und so lang wurden die auch noch nie mit meiner anderen alten Wimpernzange. What the hell? Ich bin hier unten, falls ihr mich sucht. Ich bin schock. Ich bin wirklich schock gerade. Also, ne? Das ist gerade wirklich ernst. Ich schwöre, so lang waren die von meiner noch nie. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe wirklich, dass das in der Kamera rüberkommt. Wow. Krank. Wirklich krank. Okay, dann probieren wir jetzt mal die ganzen Lippenprodukte. Fangen wir an mit dem NYX Butter Gloss. Kriege ich dich auf? Achso. Ah, okay, das ist so ein Applikator. Oh, jetzt ist es aber dunkel hier, ne? Ein bisschen zu dunkel. Sehr schön, gefällt mir sehr gut schon mal. Gefällt mir richtig gut. Fühlt sich sehr schön an auf den Lippen, wirklich wie so ein Butter-Gefühl. Man hat auf jeden Fall nicht dieses ekelhafte Aneinandersticken-Gefühl. Also bin sehr zufrieden auch mit der Farbe. Mag ich sehr gerne.
abmachen. Und weiter geht's mit den ganzen. Ihr müsst jetzt auch nicht warten, sondern ich werde da mir irgendwas überlegen, wie es für euch schneller geht. Die sind alle in einem sehr ähnlichen Ton. Alle so ein bisschen nude, außer einer, der ist rot. Starten wir mit Going Viral. Ich finde die Namen ein bisschen peinlich. Achso, Klick. Das ist ja eine Anlehnung, glaube ich, an die Tarte Lippenstifte. Die sind mir auch wirklich so teuer, also das würde ich doch nicht für ausgeben. Aber wenn du die da wirklich täglich verwendest, das ist einfach zu teuer, in my opinion. Wie gut sieht das denn aus? What the hell? Oh mein Gott. Wow. Damit hätte ich nicht gerechnet. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und fühlt sich auch sehr weich auf den Lippen an. Top approved. Stardust approved. Going viral. Trending topic. Da hat sich meine Kamera gerade einfach schön abgeschaltet, weil die zu warm geworden ist. Dann wollen wir mal mit der Farbe. Trending topic. Da ist so ein bisschen Glitzer mit bei. Also die Verpackung ist so ein bisschen glitzerig. Finde ich auch sehr schön. Allerdings ein bisschen dunkel. Ich glaube, den würde ich jetzt nicht im Alltag so tragen direkt. Ich hoffe wirklich, dass es rüberkommt. Die ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Noch schön, aber nicht mein Favorite. Next, In a Mood. Oh mein Gott. Die ist auch so schön. Und die sind wirklich, fühlen sich so smooth an. Sieht ja auch wieder ein bisschen dunkler. Kommt das hier auf einmal her? The hell? Aber sehr schön. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Der gefällt mir auch ein bisschen mehr als der vorherige, auch wenn der ohne Glitzer ist. Sehr schön. Das ist wirklich ein tolles Gefühl, weil man spürt kaum, dass da was auf den Lippen ist. Dann haben wir No Filter Needed. Der Klick ist ein bisschen laut, in my opinion. Schön, so schön, Mann. Ist es hell genug? I don't know, Leute. Oh mein Gott, der ist richtig schön. Ja, das ist mein Favorite bisher, glaube ich. Ist aber heute auch im Wetter, ne? I like. Und ich glaube, das hier ist... Nee, der rote muss noch kommen. Ich wollte gerade sagen, das ist der letzte. Link in my bio. Ich hoffe, man kommt damit lange aus, ne? Die sind echt schön. Der ist auch sehr schön. Der andere gefällt mir noch ein bisschen mehr. Boah, was wird das denn jetzt hier so dunkel? Ja, gefällt mir sehr gut. Was soll ich sagen? Und auf den roten saß ich mit meinem Arsch drauf. Double Tap. Ja, jetzt wirklich mal gespannt. Der bröckelt so minimal. Also die anderen auch beim Auftragen oben. Ich muss sagen, gefällt mir extrem gut. Sieht wahnsinnig toll aus. Es ist auch wirklich, wenn ihr den auftragt, das ist wie Butter und zieht so einen richtig schönen Film hinterher. Aber so, ja, was heißt Film hinterher? Aber wenn ihr das auftragt, das ist so richtig geschmeidig und schön einfach. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten und letzten Produkt. Und zwar dem NYX Duck Plump. Bin ich auch mal sehr gespannt. Extreme Sensation. Okay. Oh. Also die Konsistenz ist mal wieder sehr schön. Farbe top, aber ich schmecke etwas, was mir gar nichts zusagt. Habe ich voll vergessen, dass das da drin ist. Ingwer. Es kribbelt alles, deswegen auch Extreme Sensation. Oh, ich hasse Ingwer über alles. Man schmeckt den komplett raus. Aber sehr schön. Und wenn es noch die Lippen ein bisschen aufplustert, umso besser. Dieser Ingwer-Geschmack, das wird immer schlimmer. Okay, sagt mir mal gerne, was euer Favorit war.
Kauft ihr euch was nach? Habt ihr schon was da? Lasst mich das alles wissen. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.